Hallo zusammen, willkommen bei Finance Fellows. Mein Name ist Marcel. Wahrscheinlich habt ihr in den Medien auch schon mal etwas von einem Aktienindex gehört. In Deutschland bekannt ist ja der DAX. Doch was ist ein Aktienindex bzw. Index überhaupt? Wir erklären es euch in diesem Video. Dabei starten wir mit einer Definition und zeigen unterschiedliche Anwendungsfelder auf. Danach beschreiben wir, nach welchen Kriterien sich ein Index zusammensetzt und auch gewichtet wird. Zum Schluss schauen wir uns noch an, welche unterschiedlichen Darstellungsformen es gibt und erklären, welchen Nutzen uns Indizes liefern. Und jetzt viel Spaß beim Video! Wer sich mit Aktien und Wertpapieren genauer beschäftigt, wird in diesem Zusammenhang mit Sicherheit schon mal etwas von einem Aktienindex gehört haben. Doch was ist ein Index überhaupt? Ein Index ist vereinfacht gesagt nichts anderes als eine Kennzahl, die versucht, die Wertentwicklung einer Gruppe von Gütern oder Wertpapieren darzustellen. Ein bekanntes Anwendungsbeispiel ist der Verbraucherpreisindex. Er misst die Preisentwicklung ausgewählter Produkte, dem sogenannten Warenkorb, und gibt Auskunft darüber, ob das Preisniveau steigt oder sinkt. Mithilfe dieser Kennzahl bekommen wir also schnell einen ersten Eindruck darüber, ob sich unsere Lebenshaltungskosten grundsätzlich erhöhen oder senken. Was wir dem Verbraucherpreisindex jedoch nicht direkt entnehmen können, sind Preisentwicklungen einzelner Produkte, wie zum Beispiel Preise für Bekleidung oder Lebensmittel. Aktienindizes basieren auf dem gleichen Prinzip. Sie messen die Preis- bzw. Kursentwicklung von Aktien bestimmter börsennotierter Unternehmen und fassen die Ergebnisse in einer Kennzahl zusammen. Vereinfacht gesagt werden bei den meisten Indizes dabei die aktuellen Werte der im Korb befindlichen Unternehmen mit ihren Werten zum Basisdatum, oftmals der Aufnahmetag in einen Index, in Bezug gesetzt. So startete der DAX am 1. Juli 1988 mit einem Indexstand von 1163 Punkten und endete am 31.05.2021 bei einem Stand von 15.421 Punkten. Hier lässt sich die Wertentwicklung über Jahrzehnte besonders gut erkennen. Wie auch beim Verbraucherpreisindex sind hier Entwicklungen einzelner Positionen, also Aktien, nicht direkt erkennbar. Trotzdem werden Aktienindizes von vielen Anlegern als wichtige Informationsquelle genutzt. Sie geben uns schnell und ohne aufwendige Analysen ein erstes Stimmungsbild eines betrachteten Marktes. Indizes können auch auf Anleihen, Rohstoffe und Immobilien erstellt werden. Sie werden von unterschiedlichen Unternehmen wie zum Beispiel Börsenbetreibern, Ratingagenturen und auch Nachrichtendiensten zusammengestellt, berechnet und veröffentlicht. In diesem Video wollen wir uns aber auf den Aktienindex konzentrieren. Dabei verwenden wir den Begriff Aktienindex und Index synonym. Aktienindizes werden beispielsweise für Länder und Regionen, Sektoren und Branchen sowie für Strategien erstellt. Länderindizes messen dabei die Wertentwicklung börsennotierter Unternehmen eines bestimmten Landes. Werden hierbei ganz speziell nur die größten Aktiengesellschaften berücksichtigt, kann auch von einem Blue Chip oder einem Leitindex gesprochen werden. In Deutschland ist das der DAX, in den USA der Dow Jones oder der S&P 500, in Japan der Nikkei 225. Regionenindizes bilden das Börsengeschehen ganzer Regionen wie beispielsweise Europa oder der entwickelten Industrieländer ab. Aufgrund ihrer Konzeption berücksichtigen sie eine Vielzahl von Aktiengesellschaften und sind in der Regel besser diversifiziert als Länderindizes. Zu den bekanntesten zählen hier der europäische Aktienindex STOXX Europe 600, der die 600 größten börsennotierten Unternehmen Europas repräsentiert, oder der weltweit aufgestellte MSCI World, der knapp 1600 Unternehmen aus 23 Industrieländern umfasst. Sektor- und Branchenindizes repräsentieren die Aktienentwicklung von Unternehmen einzelner wirtschaftlicher Sektoren und Branchen. Die Bandbreite ist weit und reicht von der Banken- bis hin zur Nahrungsmittelbranche. Häufig sind Branchenindizes Unterindizes von Länder- oder Regionenindizes. Als Beispiel kann hier der STOXX Europe 600 Banks aufgeführt werden, der ein Subindex vom STOXX Europe 600 ist und nur Banken umfasst. Dann gibt es auch noch Strategieindizes, die eine bestimmte Anlagestrategie abbilden. So kann es zum Beispiel das Ziel sein, nur die besten Dividendenzahler zu erfassen und darzustellen. In Deutschland hierfür bekannt ist der DIF-DAX.
Betrachten wir jetzt genauer, wie sich typischerweise ein Index zusammensetzt. Dabei geht es um die Frage, nach welchen Kriterien börsennotierte Unternehmen und deren Aktien für einen Index berücksichtigt werden. Zunächst einmal ist bereits die erwähnte Auswahl des Marktes ein erstes Kriterium. Ein Länderindex für Deutschland wird natürlich auch nur deutsche Aktiengesellschaften repräsentieren. In einem Bankenindex werden logischerweise auch keine Unternehmen aus dem Automobilsektor abgebildet. Und chronische Dividendenverweigerer finden natürlich auch keine Berücksichtigung in einem Dividendenindex. Darüber hinaus richtet sich die Aufnahme in einen Aktienindex meistens nach Kriterien wie Marktkapitalisierung, Börsenumsatz und auch Profitabilität. So werden zum Beispiel in den DAX nur die nach Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen aufgenommen. Es können aber auch noch weitere Kriterien zum Tragen kommen. So spielen bei nachhaltigen Indizes auch ökologische Aspekte eine wichtige Rolle. Wie stark der Aktienkurs eines Unternehmens den Index beeinflusst, hängt von dessen Gewichtung ab. Hierbei gibt es grundsätzlich 3 Möglichkeiten der Indexberechnung, nämlich die Preis-, Gleich- und Kapitalisierungsgewichtung. Bei einem preisgewichteten Index werden die Aktienkurse aller Unternehmen aufsummiert und durch einen definierten Divisor geteilt. Vereinfacht gesagt wird hier von jedem Unternehmen nur eine Aktie betrachtet. Das führt dann dazu, dass Unternehmen mit einem hohen Aktienkurs den Index stärker beeinflussen. Bekannte preisgewichtete Indizes sind zum Beispiel der Dow Jones Industrial Average und der Nikkei 225. Beim gleichgewichteten Index haben alle im Index repräsentierten Aktiengesellschaften das gleiche Gewicht. Das bedeutet, die Kursentwicklung jeder Aktie fließt gleichermaßen in den Index ein, unabhängig davon, wie groß das Unternehmen ist. Als Beispiel kann hier der S&P 500 Equal Weight Index genannt werden, wo alle Unternehmen mit 0,2% gleichermaßen berücksichtigt werden. Kleine Unternehmen, sogenannte Nebenwerte, bekommen hier also mehr Gewicht. Das kann von Vorteil sein, muss aber nicht. Bei der kapitalisierungsgewichteten Berechnung wird die Indexgewichtung eines Unternehmens entsprechend seiner Marktkapitalisierung bestimmt. In den meisten Fällen wird diese auf Basis der im Streubesitz befindlichen Aktien berechnet, dem sogenannten Free Float Anteil. Das bedeutet, dass Kursgewinne und Verluste von Unternehmen mit einem hohen Börsenwert den Index stärker beeinflussen als kleinere Aktiengesellschaften. Heute sind die meisten und bedeutendsten Indizes kapitalisierungsgewichtet, so zum Beispiel auch der S&P 500 oder der deutsche Leitindex DAX. Darüber hinaus wird für einige kapitalisierungsgewichtete Indizes zusätzlich eine Gewichtungsobergrenze definiert. Das bedeutet, dass das Gewicht eines Unternehmens im Index auf zum Beispiel höchstens 10% begrenzt ist. Dadurch wird verhindert, dass Schwergewichte den Index dominieren. Da Unternehmen und Wirtschaft einem kontinuierlichen Wandel unterliegen, werden Indizes regelmäßig neu zusammengesetzt und gewichtet. Index ist also nicht gleich Index. Und zwar nicht nur, wenn es um die Zusammensetzung und Gewichtung geht, sondern auch im Hinblick auf die Art der Darstellung. Hier wird grundsätzlich zwischen einem Kursindex und einem Performance-Index unterschieden. Bei einem Kursindex werden ausschließlich die Kurs- oder Preisbewegungen der Aktien dargestellt. Gezahlte Dividenden oder Kapitalmaßnahmen werden nicht berücksichtigt. Das bedeutet, dass der sogenannte Dividendenabschlag berücksichtigt wird und den Kurs entsprechend nach unten korrigiert. Die meisten bekannten Indizes werden als Kursindizes dargestellt, wie zum Beispiel der S&P 500, der STOXX Europe 600 oder auch der MSCI World. Bei einem Performance-Index, auch Total Return Index genannt, werden Dividenden oder sonstige Kapitalmaßnahmen mit berücksichtigt. Das bedeutet, in den Kurs werden zum Beispiel die Dividenden direkt reinvestiert. Es wird also versucht, die Gesamtperformance abzubilden. Das bekannteste Beispiel ist hier der DAX, der als einer der wenigen bekannten Indizes überwiegend so dargestellt wird. Grundsätzlich werden jedoch die meisten bekannten Indizes als Kurs- und Performance-Index berechnet. Bis auf den DAX sind in der Öffentlichkeit aber meistens Kursindizes die bekanntere Darstellungsform. Aktienindizes liefern uns nicht nur anschauliche Informationen über das aktuelle Börsengeschehen, sie werden auch ganz konkret für operative Zwecke verwendet.
So dienen sie zum Beispiel auch als Vergleichsmaßstab für professionelle und private Investoren. Besteht zum Beispiel ein aktiv gemanagter Fonds überwiegend aus deutschen Aktien, kann der DAX als Vergleichsmaßstab für die Performance-Messung dienen. So kann ermittelt werden, ob das aktive Fondsmanagement einen guten Job gemacht hat, also ob es den Markt oder Index geschlagen hat. Zum anderen dienen sie als Grundlage für Termingeschäfte und auch für passiv gemanagte Fonds, wie zum Beispiel ETFs. Bekannte Indizes, die über ETFs abgebildet werden, sind beispielsweise der MSCI World, der S&P 500 oder auch der STOXX Europe 600. Hier liegt der Nutzen für Anleger darin, kostengünstig und breit diversifiziert, also in viele Unternehmen, zu investieren. Deshalb lohnt ein genauer Blick auf die Zusammensetzung in jedem Fall. Auf unserer Homepage haben wir für euch die wichtigsten Indizes nochmal näher beschrieben. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Hat euch das Video gefallen? Dann schenkt uns eine positive Bewertung und abonniert unseren Kanal. Das motiviert uns, für euch auch in Zukunft tolle Erklärvideos zu erstellen. Wenn ihr Fragen zum Video oder Wünsche für ein neues Thema habt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.